Ja, zoals je al gewend zijn, we hebben hier erst dat ik door die 12 Stoopen durchgegaan, wat we hebben aan onze Klasse brücken. En van der ons hebben bij het thema Zeugen, Bekjanen en Zeugen. Ik had het in een wandhoeveel lang geschreven. Dat is eigenlijk ons thema van der ons. We vinden zeer klar in de Bibel dat we een Zeugnis zijn op deze Erde. We hebben Leid wat zegt, de wereld kan geen Bibel beter lezen als de Christen erleben. En dat is een Zeugnis. En ik geloof, we brücken dat. We hebben dat in de laatste eng in de Klasse nog besonders dat brückt er ook, niet? Ik geloof, we Plattdeutsche Mennoniten, we hebben dat veelmaal hingen laten. We vrijen ons van wie glücklich worden, we vrijen ons van onze Sünde vergeeft zijn. En dat schijnt en dat wordt niet meer zo direct en niet zo verplocht en eigenlijk feilt. Maar dan schijnt ze de nächste Stoop, dat blijft zoveel uit. En wat passieren daarvan is zeer veel mal, dat we schijnt zo ware eigenlijk feilen. En ook zijn. Zo, en een ander ding, waar ik een klein beetje van reden am Anfang. Wat meint dat Zeugen? We vingen van deze dag ook vele mensen wat Zeugen doen. En we vinden ook vele mensen wat zo'n Zeugnissen weinig waard zijn. En dat is ook graag. Ik zelfs had Zeugnissen gehoord wat mij niet waard werden. Ik vreed me van de mensen wat beleefd had, aber waarom wir dat Zeugnis nicht wird? Wel, ik zal vielleicht nicht sagen, nicht wird. Aber dan maakt een grote onderscheid wo we Zeugen doen. Oder wat van weg we Zeugen doen. En andermaal gezegd kan ik zeggen, we Zeugen anyway. Als we wat zeggen en niet. En ik wil je wel een klein beetje op gedanken brengen over dat. Zum Beispiel Gnade. Wat meint dat woord Gnade? Dat woord Gnade meint een geschenk, kunnen we zeggen. Gnade is niet een verdienst, dat is een geschenk. Maar wanneer ik Gnade bechecken nou, wat Gnade is, dan zit mij zo Gnade ohne woordje als ook Daut. Dat is vielleicht een vreemde leer wat je niet schreeuwen. Wanneer ik zeg, ik heb de Gnade gekregen van God, de vergeving van God gekregen, en er komen geen actions op dat, dan heeft de Gnade zeer weinig werking. En dat is een klein beetje wat ik in de wandhoeveel heb aangeschreven van Bekjanen en Zeugen. Een Bekenntnis ohne Zeugnis hält niet veel aan. En ik wil je zo'n ding erklären wat ik meen met dat. We kunnen zeggen dat ja, mijn Sünden zijn vergeeft. Ik zie op het genoegen om Christus gegaan en om Christus gegaan en om gebed gegaan. Voor hem we dan aan willen. En ik heb dem Herrn mijn Sünden alle bekend. Dat is geworden. Maar het komt geen vrucht. Wat is dan je passiert? Zo'n ander wie het Bekjanen, dat wordt wie zijn, dat meint onze Sünde bekjanen. En dat zegt in de Bibel ook, wer zijn Sünde bekent, Gott is treu en gerecht en vergeeft ons die Sünde. En dan zegt het hingeron, dan reinigt hij ons van al die Antugenden. En deze reinigung, dat zijn woordjes wat passieren doen aan ons. En ik geloof maar dat is een Zeugnis waar ik gleich van te reden. Mir had je in dat beeld wat ik boven op screen heb, mir had je een klein beetje erklärungen maken wat het is. So des man hier, wie zijn des Materie Jebungen. En wanneer ik kan vertalen waarop hij gemold is, dat hij heeft een bedreigner hart, waar hij feilt, waar hij Jebungen is. En dat is wat wie mensen rein alle zijn. Wanneer we niet nu zijn, dan zijn we gewaast. En wanneer we dat niet weten, dat we dat zijn, dan erkennen we nog niet de waarheid. So dit is een poort van wat het brukt te bekjanen, ja.
wie moeten, ik zeg maar, zijn twee woorden. Eén is erkennen, dat we mal zijn, en dat andere is bekjanen, dat is zo. Ik kan dat zijn en ik weet dat is waarheid. Dat is wat passiert dat, ja. En dan, wat brukt dat? Dan brukt we maar eenmaal een persoon waar ons deze vergeving vertalen dat. Wel, dat is niet helemaal dat het een persoon brukt. We krijgen maar eenmaal alleen vergeving. Door wo we in gebed gaan, erkenntnis schreien. Aber doch hebben we somewheres gehoord dat het vergeving geven dat. So we brukken eerst dat te erkennen en dan moeten we bekjanen te God, ik zie schuldig. En dat is wat is dat. En dan komt de nodig van God naar deze persoon, deze vergeving. So en dat je passiert is, dat de vergeving te hand komt, wat brukt het aan? Dan brukt deze persoon te geloven. Die brukt werkelijk een geloven te hebben. En dit is wat we genood namen. Deze vergeving van onze zonde, dat is genood. En wanneer we deze genood nu willen nemen als een geschenk, wat het werkelijk is, waar ik me absoluut niet aan verdient, dit is bloos een geschenk. Wat bruk ik voor actions te maken? Wat brukt het voor werken dat genood schaffen kan? Dat is dat ik im geloven die einfach bloos aanneem. Dat is wat het brukt. Ik bruk te geloven. En je moet ik dat doorop, dat het een persoon is, wat dat zeugen dat. So wanneer we niet deze personen hebben, wat dat bekjanen en zeugen doen van God, dan schijnt zo wat is dan niet zo leicht geraad. En ik wil je niet duidelijk maken dat we mensen raden, aber Jezus wil hebben, we zullen aanbekjanen voor mensen. Matthäus 10, vers 32. Hij zegt, wanneer je mij worden bekjanen voor mensen, dan wil ik je bekjanen voor God. En dit is de persoon wat een zeugnis geven dat tot deze Jebungene persoon van God, dat door is vergeving, door is genood. Dat is een geschenk. So, en dat is wat God verlangt, dat we dat doen. Zeugen gaan, kunnen we zeggen, ja. Dan het nächste. Dat nächste, hier komt dat bloos een bijspel. Du kannst dienen om es dan aanzetten wat du was. Wo du sitzt, dat is vergeving voor dat wat ik heb. Dat kan bitternis zijn, dat kan beleidigung zijn, dat kan weidag zijn, wat je passiert is. Dat kan een vleesjeslast zijn, waarin die is, ja. Vielleicht is er nog zes wat je has. Maar dit zijn dingen wat we zijn doen, durch wat, durch dat we erkennen dat er genoeg is. Ver wie deze genoeg erkennen, is zeer veel meer weit wie gleich wat ons fehlt. Dat je het bloos slaagt. Dat is bloos bedreigt. Ik voel me bloos verplocht. Mijn leven is nog schwer. Viele mensen komen wat door, ze willen überhaupt niet leven. En krijg, wenn deze mensen verlangt God van ons, dat we aanbekjanen to mensen. Dat we van hem zeugen doen, ja. Dat we dat wieder drehen doen, ja. Wat passiert hier wieder? Dat nächste brukt werkelijk te erkennen, dat we de hand Gottes door, wo hij de vergeving aan heeft. En we moeten we handchecken, als het werkelijk dat is genoeg is. En zo gaan we weer met het beeld. We hebben we hem de hang op. Yes, ik neem dit geschenk en geloven aan. Zo, en wat bruk ik dan? Dan bruk ik toe te stonen dat mijn betenis, wat ik heb, door is vergeving voor. Wanneer ik dat aan God doe, we hebben Johannes 3, vers 21 en vers, dat zegt, wer de waarheid deed, die komt om licht, en dat is wat ik groot sterk zie, die erkent, dat zijn woordje openbaar worden. En die worden God gedaan. En dat is wat dit is, joh.
Disse die laat zijn betternis, no Gott, en wat deed God met die? Met 1 Johannes 1 vers 9. Hij is trouw en gerecht en hij verjaft die zin. En we hadden het bijspel in de Bijbel waar hij zegt, hij deed die zin en meer en wordt toepas. En dat beeld is zo gemold. Zo hoe kost u die betternis nu nog vingen? En dit denk ik als wat geloven brukt. En dit denk ik als wat een action in ons hart passeren moet. Dat we dit im geloven aannemen, mijn betternis, die als waar. Waarom? Wenn ze geloven aan dat geschenk van de vergeving. Dat nächste, ik laat ook met een beleiding los. En ik erken dat ook dat is waar. En je kan zijn karakters wie die loslaten, zo gaan die Schädel los van ons. En bloß zijn du hast genug en dat niet aannemen, dan passiert dat niet. Dan habe ich bekannt, aber das ist kein Zeugnis hingeran, das ist keine Action hingeran, das sind keine Worte, das ist keine Frucht. Wie sagen das bloß? Das braucht ein Glauben und das ja Frucht. Und so geht es wieder mit dem Weidog. Jeder denkt, was wir loslassen, was wir vertrauen im Glauben, dass Gott an Gott ist das getan und er weiß, wo es angeht, durch als wo wir frei werden. Und das ist, was Zeugen braucht. Wir können sagen, das, was ich hier von der und wel doen, ein Zeugnis zu geben, mit Gottes Wort, was passieren wird, wann wir sehen, wird es leben. Und dazu braucht wir das in Glauben, dass es Wahrheit ist. Und das ist ein Zeugnis, ja. Und was passiert wieder, das ist noch gleich alles, da haben wir einmal drei wie uns, wie feilen. Oh, wie gleich es sei, zu feilen. Und das ist nicht unbedingt, dass wir immer alles feilen, aber wenn wir wirklich im Glauben diese Action merken in uns, dann wir einmal dann nehmen wir diesen Glauben in uns Hort nach und wir checken anders an Gott nach als wir deuten. Because erstens wir Jebungen werden, dann wird Gott für uns als ein Rechter. Wenn es die Sünde direkt uns und wir glauben, Gott mögt uns doldrecken. Aber die Wahrheit, was wir nu zijn, wenn wir frei worden, ist, dass nicht Gott, was uns doldreckt, dass der Teufel, was uns bingen hat, und der macht uns eigentlich feilen. So, wenn wir das erkennen, dann checken wir anders an Gott nach, und was passiert dann, ist auch biblisch, dann jaft er uns die Vergebung, und das meint nicht bloß, dass nu sehe ich von meiner Sünde vergift. Das meint, er erfällt mich mit Vergebung. Een andere woord, mijn ganze hart is vol Vergebung, en ik heb die Vergebung voor allem ewig. Dat is een geschenk wat ik gekregen heb, en dat is een geschenk wat ik weitergeef. Dat is wat hij ons erfallen heeft. En dat is een Zeugnis. Dat is een Bekjanen, wat ik kan met mijn woorden bewijzen aan mijn broeder, aan mijn vrouw, aan mijn zoons en dochter, dat ik haar jullie vergeeft. Ik kan jullie vergeven. Dat is een Zeugnis. Dan geven we een Zeugnis. En dat is een Zeugnis wat geen mens geen is. En weet je wat, wanneer we deze Zeugnisse beleven dan maar eenmaal horchen de mensen met ihre oren, wanneer een mens wat zegt. Maar zoveel mal zegt de mens wat, maar het is toch niet. Hij zegt, hij is vergeeft bij God. Hij zegt, hij is nu een kind Gottes. Hij zegt, hij heeft zich bekeerd. Hij heeft nu alles in zijn hart. Maar vergeven kan hij niet. En dat is wat mensen eigenlijk wordt. Dat is wat mensen zeggen, in het Zeugnis, dat wat houdt dat? Du pochst met dein Leben, maar es rein nicht te zijn. En dat is wat God ons geeft. Hij erfällt ons met deze vergeving, dat we vergeven kunnen. Wenn's wir haben. Nicht bloß dort, hij geeft ons Lösungen für so ein Ding. Wat van een Lösung? Weil ik ga naar die persoon waar vergeving fehlt hat, die persoon waar ik heb weggedaan, daar ga ik heen en zoek Lösungen voor deze gemeenschap wat verreden is, omdat het ware schafft. Die habe ich. En die Lösungen zijn Zeugnisse.
Want wie zijn een mens heeft zich bekeerd. Wie zijn een mens die heeft zijn leven geändert. En die jet en maakt zijn zaken traag. Bekend. Dat is wat een zeugnis is. Dan maar eenmaal, dan hoor wie. Dan heb je maar eenmaal verstonen. En dit is wat Zeugen meinen dat, ja. We gaan nog wieder. Heilung, wie kriegen sogar Heilung für all die Wunden, all die, oh ja, wir haben soms Damm gesagt, wir haben soms dit en dat en jantje doen, even gereed en whatever we al opnamen, veracht, spoos gemerkt over de nächsten, weet je wat, dit geeft maar eenmaal Heilung. En dat meint niet bloos dat ik krijg een Heilung voor wat du mij gedaan hast, ik heb Heilung voor die wat die weidet. Ik kan met vergeving en lezing naar die komen en beide die deze Heilung komen. Dat is een zeugnis. Dat is een bekentenis. En dat is een levend bekentenis. En dat is wat ik wens, wat we kunnen verstaan, dat we nu niet daar zijn, wenn zo'n bekentenissen of zo'n zeugnissen aardig gedaan worden, nu schmieden we dat al am groven en zeggen dat hel niet aan, dat is bloß een gepuch. Weet je wat, we deze zeugnissen niet zijn, dus we wie waren teruggebogen worden. Wie brokken het te gaan uit te delen, wie brokken te zeugen, wie brokken te bekennen. Wenn de Bibel leert dat. En dat werkt ook, maar velen van ons hebben niet de rechte erkenntnis daarvan. Wat is het nächste? We krijgen sogar een vrede im hart. Dat je het zo schijnt, want we kennen we zetten met wem taub, wat er ganz verbroken is. En dat krijgt de Heilung durch Jesus Christus, durch de waarheid. En dat wordt Jesus Christus, dat brok wie te gaan aan zeugnis. Want we dat niet brokken willen, reden we van ons. Ja, laatst weer een man bij ons en ik kon hem zo fijn helpen. Ik zei hem de waarheid, erklärt hem de Bibel en ik zei, krijg wat hij dat zal doen. En die mensen wordt glücklich. Ik had hem geraad. Dat is een gepuch. Zo'n jaft het niet. Maar het jaft je vielen, zodat we klaar verständnis hebben, dat er een bloos Jezus Christus is, wat deze ding doen kan. En waar kan er dat doen, groot wat ik had? We worden erveld van aan. En dan passiert dat. So hier zijn zeugnissen. Waarom bewijs ik dit beeld? Es krijgt om erklären, wo je zeugt wordt. En ik zie van daar bedreigt over veel zeugnissen wat je doen worden. Wat mij schade is wat je doen worden. Maar mij is het ook schwer om te denken dat vele mensen geen zeugnissen zijn. Wens we kennen niet daarom. Omdat Christus zijn woord uitgespreid wordt, waar we met de wellig zijn, dat te doen wat hij zei. We hebben een fijne vers, wat zegt in Matthäus 4, vers 16. Daar zegt dat laat je licht dagen. En wanneer ik red van licht, wer is licht? Jezus zelfs is licht. Johannes 3, vers 19. Daar zegt dat dit licht is in de wereld gekomen. En dat is het gerecht kunnen zijn aan de wereld. Geen woord, geen zin. En dat is Jezus Christus zelfs. Zo de einzige weg een zeugnis te brengen, wat mensen helpen wordt, is door waar Jezus Christus zijn licht dagen wordt. En dat zijn die dingen wat am hart passeren doen. Dat is zum Beispiel die vergeving. Wanneer ik die vergeving heb, ik kan die vergeven. En ik zei manchmal, dat is niet bloos beter is te vergeven, zoals we jonkers gingen geleerd hebben, want we jachten dat, dan moesten we gaan en zeggen, met der leid, dan wird die zaak geregeld. Deze vergeving, wat we van God krijgen, en wo we met zeugen doen, dat is een stroom van vergeving. Dat is een vergevende aanstelling. Omdat we verstaan kunnen. Dat is een don't wat du das. Maar mijn aanstelling is een vergevende aanstelling, dat is oké. Ik leef die door en danach. En ik had het gemaakt, en dat is het ding, wanneer ik mijn leven zal zijn van jaren terug, dat we hier in Mexico, daar komen alle onkel, oh, dat we een oude, grave onkel, vielleicht ging was ik nu zie, maar ik dacht, hij wie oud, die kwam mij bij mijn broer oppikken, als ik een jonge jong was, en zei, weißt du maar mij maat, ik wil die maat nemen.
En die man die vertelt en spaziert met mij. En dat is bij mij van deze dag naar een hero. So, dat zijn Zeugnisse, die vertellen mir nicht von Jesus. Vielleicht hafter. Ich sage das nicht, vielleicht hafter doch. Aber ich kann mich nicht von besennen. Aber wie ein Zeugnis, was er hat, für mich, was vom Leben kommt. Und das sind so einfache Dinge, wo wir können ein Zeugen sein für Christus. Und ich sage manchmal, das ist nicht bloß Bieterwies oder Wortwies, wo wir Zeugen tun, dort ist ans Leben wies, ein Zeugnis. Und so ein Zeugnis ist, was wir viel rechnen tun. Jeder einer das. Und ich sage manchmal, wenn ein Mensch sagt, wir wollen nicht Zeugnisse haben, so ist es bloß ein Gepuch. Weil wenn die dort ein Gepuch feilen hat, dort kann auch sein, dass Dienst schuld. Ich will nicht sagen, dass alle reich oder alle arg. Wir haben es vielleicht auch zugeschlossen. Aber wenn dort der Fall ist, dass wie manche Menschen sind, die sich zugeschlossen haben für Zeugnisse, da sind tausende Dinge, die wir noch können tun, was ein Zeuge hat. Da fällt mir mal bei von in Bolivia hat wie eine Meeting. Wordt mir gekriegt eine Klasse zu geben, eine Kolonie. Und dann sagt er, wir können nur staunen an sie gemeint. Wir können nicht Singsten haben, wir können nicht Bibelsten haben, wir können nicht noch eine Kirche vor. Wie das Feierding, was sie abnehmen, können sie nicht tun. Dann sagt die Klasse Golf, sagt ich, weißt du was, dann werden wir diese Feierding nicht mal zu sie leihen, werden wir diese 1000 Dinge, was sie tun können, werden wir da mal anchecken. Und so ist es mit Zeugen. So jetzt fehlt dort, wenn du nicht kannst mit den Foto oder mit den Sehen oder mit den obersten Reden von der Bibel, das sind nur Dinge, die du kannst beweisen aus der Bibel, was wird das? Warum werden wir nicht die Dinge zeugen, was Menschen nehmen können? Paulus sagt, wir machen der Römer, wir Rom wieder aus der Römer, bei der Korinther aus der Korinther. Er checkt, nur was von wahr kann auch ein Zeugnis sein, ein toter Mensch, dort die Wort Christus kennenlernen. Und das ist dort Licht dargelassen. Wenn wir wollen dort Licht dargelassen, was an uns ist, nicht bloß was in der Bibel ist. Wir können in alle gehen und holen in der Bibel fährt. Check mal, du hast zu leben, was das Buch sagt. Aber ich tue da noch mit. Dann ist das kein Zeugnis. Und wir können die Bibel hier anleihen und wir können ein Leben führen, was biblisch ist, was wirken hat. Und das ist, was mir so sieht, was von der Tag fehlt. Da fehlt auf so ein Weise Zeugen, was der Mensch annehmen hat, ja. Wo der nur checken hat, der hat den Hort, ne, er kann sagen, eine rechte Anstellung. Ich will nicht sagen, es ist reich, wenn ein Mensch nicht will ein Zeugnis hören, wenn sie die Bibel lehrt dort. Aber wo do wir zeugen, das ist der Unterschied, ja? So, ein klein bisschen mehr von der Zeugenkrieg, wo do wir zeugen, und ich sage immer, wir haben in der Bibel noch einen Vers, das sagt, und ich will absolut keinem hier ein Schwein an, das ist nicht, was ich meine, do. Aber das sagt, wie soll Gott sein Wort nicht für das Schwein schmieden. Und ich will das bloß in Gedanken nehmen, wenn wir wollen zeugen auf diese Erde, dann werden wir uns denken, dass wir auf so einer Stelle, auf so einem Weg zeugen, wo dort nicht wird schwinsch behandelt worden. Wenn wir nicht auf so einem Weg zeugen, wo die anderen Worte überspatten. Wenn wir nicht auf so einem Weg zeugen, dort uns Nomen wird hochgehoben worden. Das Vers sieht noch nicht mal durch, Matthäus 4, Vers 16, dort sagt, lot je ein Licht dagen, dat die Menschen waren in de woordje zijn. Dus ik war träg, but Bekjanen en Zeugen. Ein Zeugnis ohne woordje ist Daut. Correct, es ist ein Glaube ohne woordje Daut. Es ist ein Zeugnis ohne woordje Daut. So, ich weiß, einer, der sagt mal zu mir, Gott Daut Zeugen mangt die Menschen. Ja, sie schickt dann zurück. Dann sagt er, Daut Zeugen mangt die Menschen. Und wenn es fehlt, dann kann ich noch was sagen. So was meint das. Gott wies den Menschen das Leben. Gott wies den Menschen Vergebung. Gott wies den Menschen Frieden. Wenn die dann frauen, dann kann ich was sagen. Und hier ist eine Deipe Wert von Zeugen. Menschen in dieser Zeit, wir haben alle hundert verschiedene,
Und ich sehe hier nicht der Menschenrecht, ich will Ihnen bloß erklären, dass nicht unbedingt alle Zeugnisse, was wir hören, die kommen wirklich aus dem Grund von was Zeugen ist. Und vielmal sind das treue Menschen, die bloß nicht die Erkenntnis haben. Ich sehe manchmal so eine Idee ist das, wenn du was ein Zeugnis geben, kriegst du eine Batterieschaft, du kannst nicht bloß positiv für dich nehmen, kannst. Du brauchst ein Draht an der negative Seite und ein Draht an der positive Seite, dann hast du hier was zum Schaffen. So im Bett ist das ein Zeugnis geben. Du brauchst Wort von deinen negativen Dingen im Leben zu sein, dass du hast eine Frieden gekriegt, das wirken hat. Wir brauchen von Bett. Aber some Menschen, die brauchen 90% Zeit von Reden, was sie alles negativ haben belebt. Und vertellen sogar die Einzelheiten, was sie da binnen belebt haben. Das soll sich noch scheiner hören. Und weißt du, wer da jetzt ist der Teufel? Der freut sich, wenn wir den Menschen all die dummen Dinge vertellen, was wir getan haben. Dann kann er even andere Menschen da nach bringen. So ich glaube, ein Zeugnis ist wichtig, dass wir die negativen Dinge mal so sein, dass Gott seine Wunder und Herrlichkeit kommt. Ich sage immer, es steht dort ein Drahtelstil. Ein Drahtl ist von wo du kommst, ein Drahtl ist wo du bist, und ein Drahtl ist wo du hin bist. Das ist ganz einfach. Du brauchst nicht mal ein Drahtl von das alte Leben vertalen, kostet weniger, dann kostet lieber mehr von dort, wo du hin bist. Aber dass wir in Klarheit haben, wir zeugen, wo wir zeugen, dass Menschen wirklich waren, dort schreien, was fehlt. Und was fehlt da? Frag noch Matthäus 5, 16, dass die Menschen waren in der Worte sein, und die waren Gott preisen. So, das ist der beste Weg, um denken an ein Zeugnis zu geben. Bloß auf so einem Weg, dass ein himmlischer Vater gepriesen wird worden. Das ist das Ziel von Zeugen. Und ich glaube, wir sollen. Das ist so ein Mensch, der durch ein Zeugnis als geraten worden. Das ist so ein Mensch, und da will ich nicht sagen, bloß von den gefährlichen Stunden schmacken vertalen, wo ich mich bekehrt habe, aber es kommt von wirklich ein Mensch vergeben. Ich habe das Kind beleben, wo ich einen Konflikt hatte mit wem, und ich ging hin und sagte ihm, dass ich die von heute vergeben, ich lebe die von heute. Du hast nichts bei mir erreicht. Dann sagte der Mann zu mir, na ja, ich habe sie vielleicht auch schuldig. Das ist ganz okay, deine Schuld hat mich nicht ut, ich habe die alles vergiftet. Ich wünsche dir bloß Gottes Segen. Und weißt du, was da braucht es auch? Dort wird Zeugen schaffen, mit Vergebung geben. Aber habe ich bloß gestanden und gesagt, ich habe Vergebung gekriegt bei Gott, ich ging auf die Knie und bete und Gott vergab mir, ich sehe nicht in Gottes, ich sehe reit zum Sterben und im Himmel vor. Und er sagt dann, horcht, was wird er tun? Tragt nicht. Und das ist ein Ding, was ich glaube, was wichtig ist in Zeugen. Mir jankert von der ein bisschen nicht allein zu nehmen von ein paar Zeugnisse. Ich habe ein paar gefragt noch. Und ich wurde noch mit Dee Twalfta, der die Geschichte vertalen. Ich habe ein Belevenis gehad mit einem Bekjanen. Er kam einmal nach mir und sagte, dass da wie ein Konflikt gewesen zwischen mir und ihm. Ich wusste nicht ihm. Aber ich freute mich. Weet je wat, das will wir nochmal, ich dachte, wie wir Brüder, aber das will wir mal einmal ganz no Brüder werden. Und ich würde an Frauen abkommen und ein kurzes Zeugnis geben. Mir wird das sehr wertvoll. Und weißt du, das ist ein Ding, was wir beleben können. Dass wir, wie weit der Film noch gleich, was wir tun haben. Ich habe an, was wir tun. Das ist, was ich habe. Und dass die eine Zeit lang, was er mich vergeben kann. Und ich weiß das nicht mehr. Ja, ich würde die gleiche zu Frauen, über die Geschichte, was du mir vertalen hast. Was bracht die da, dass du mir einmal kurz mich vergeben? Ich kann sagen, du bist was anderes in die. Ich dachte ja nicht immer so, ich bin der Penner-Mensch. Ich probiere nicht seine Troubles aus Pele bieren. Da kam bei mein Bruder war im Zentrum, die soll er rücken und die können die Bibelversen ganz anders verstehen, als ich die verstehen kann. Und ich glaube, was dann was, wenn ich einmal so reich Bibel lesen, da ich da immer
Bibel lesen, ich sage immer Fehler, was ich an andere will anpassen. Ich darf nicht für mich Bibel lesen. Und den Tag, was er rühren können, hat sie der Bibelvers, was mir bis auf keine Weise stammt. Dann krieg ich ein Bibelvers, was mein Bruder dann mit da und da. Das krieg ich 1. Johannes 5,13, das sage ich aber es. Das schreibe ich könnt, dass ihr an Gott sehen sehen glauben, dass ihr wollten, dass ihr das euer Leben haben. Ich dachte, das sind Jäftet, das sind erst in der Bibel, ab keine Weise nicht. Und ich könnte folgen, du wie was anderes. Und dann, was ich dann ist, eine Hüs für, ich habe das wirklich sehr schwer. Ich dachte, was habe ich noch nicht in mir, was die hat, oder was mein Bruder nicht hat. Er hat sich die Bekehrten Zentrum. Ich dachte, bis die Bekehrung, die passiert, kriegt, wenn wir uns taufen leiden. Das ist ja automatisch. Bis das Wutter dann abjagen, das wir die Taufe, das wir die Bekehrung. Wir können wirklich spüren, hier wird nachher ist das auch, mein Hart, wir ein großer Beidel. Und ich fühle das. Du musst was tun, sage ich, manchmal Zeugnissen gehört von ESWM. Und ich spüre das, hier wird was anderes. So, ich muss eins zu Hause, ich prüfe meine Person, was erst Bekehrung angeht. Ich kann bloß nicht sagen, was meint das dann, was macht einer da, was einer dort oben kann haben. Aber 2017, 24. Juli, kann ich dort fahren. Gott hat mir genug, dass du noch einmal geschenkt, dass ich nicht wieder ordentlich gefahren ist, weil ich du lebe ich noch einmal so, ich bin sehr dankbar, Gott hat mich geraten. Also Jesus hat alle Sünden betont für mich. So nicht sein gleich, nicht kann ich auch sagen, dass viele die Jahre die dann deuten. Ich kann das nicht glauben, das geht es nicht. Und ich habe damals das Home an das Zeugen deuten, die wollen sich Besuch haben. Das ist was das ist, die wollen sich das wiesen für Menschen. Und das ist ganz arg. So, ich würde kriegst sagen, Dani, vertel hier von der, nur von mir, kriegt der Jan, das ich immer wieder. So, ich muss auf eins Haus, ich muss erkennen, Bekjanen, Buße tun und dann wirklich glauben, dass Gott mich vergeben hat. Das ist was ich muss. Wenn ich sage, dort ist einmal dort, dann falle ich eine große Freude in mich und ich muss bis wirklich sein. Und von der ersten Tag her ist es glücklich, dass Gott mir genug noch geschenkt hat. Die ganze Zeit, ich bin sehr verdrießlich, ich dachte, das Zentrum, das will durchschieben, weil die Menschen verdrehen hier werden ganz. Und ich glaube, ich bin nicht verdreht. Ich muss bis sagen, ich bin nicht verdreht. Und nu geht mir wirklich schön, du bist für den Schaffen. Und ich würde glauben, man sagt nicht ein Beispiel, aber wer sich gut zusammenkriegen, das sei schön, dass es steht hier und so. Aber wer das nicht anders kann, es sei schön, man das Zentrum durchkommt, die Klassen nehmen. Und dann wird sie auch umdrehen. Das ist sehr schön. Noch eine Frage an die. Feilst du in Hoch mit, dann du Taubbrücks mit das alle? Ich fühle mich wirklich, erst wird, dass ich mich brauche, wo Penne gewasst wird. Aber dann fühle ich bloß eine große Freude. Ich muss sagen, ich nicht wirklich in Hochmut, aber ich fühle mich wirklich Fan, was Jesus mir angenommen hat. Wo kannst du die weiter mir Eva loslassen? Krieg du dann, ich sage, das wirklich kann sein, ich kann die Emma im Kopf. Emma, ich darf nach welcher Bibelversen sagen, ich sehe das mal lesen. Und die jetzt Emma, werden wir hier mal lesen. Ich dachte, wo kannst du mich nicht verstehen? Ich habe mir von dieser Bibelversen gesagt, krieg was du kriegst gehen an, Leuten reden von dort. Ich dachte, ich würde nach Bibelversen gehen leiden. Weil ich kann dieses lesen. Einmal war der ganz kriegst das 1. Korinther 13, läuft verdreich alles und die kostet du. Ich sehe dann lesen mal durch. Dann seht es nicht dabei, wenn hier mal lesen. Dann ist die Bibel aufmerken durch. Die Versen halt nicht denken, was die lesen als. Aber dann einmal war er. Da passt so schön wie, was die sagen ist, weil ich dachte, das geht bist nicht, sondern erst in der Bibel nicht. Und du vielleicht, du wirst was anderes. Und auf eins hast ich dann einmal hatte ich das im Kopf. Ich dachte, ein Tag was dir das sein, das ist ganz anders als Design ist. Aber krieg du, wenn ich das ist schon belebt, dann fangen wir auch alle an, hier anzufahren. Dann dachte ich, ein Tag will ich dir das sein. Und mit einer großen Freude kann ich dir das sein. So, ich warte an, die Biss hat sie nicht von die Biss, aber der Hut hat ich immer mit. Ein Tag wird Dani Pana sein, dass er erreicht wird. Well, du bist gerecht, die haben viel mehr gesehen, dass du hast. Aber mir ist diese Geschichte wertvoll. Mir denkt das nicht so klar, was er sagt.
Aber ich weet, wie heute Lothar noch mal een knak so den Sänger fast, und dann vroeg ich ihm noch kommen singen, ich hij met de ganze Jugend singen, und dann zei mir das vertaald, wie mir mens niet deutlich, wat kan dat passieren? Ik ben niks aangeworden. Somehow had ik dat kon zo in de dag houden. Ik nou een kijk damals een wijzerman aan, en dat weer ook. Dat is niet dat ik nu geloof dat dat niet weer. Maar weet je, dit is wat zeugen is, van maar eenmaal komen we taub, en er wordt wat opgeklaard, waar we bloos ganz no bereider worden. En dit zijn Zeugnis met action, wat levendig wordt. En dat is wat mij wertvoll was. Dankeschön, Jett, voor de mededeling. Ja, ik ga nog een. Peter Nikla, was stuk knap komen. Ik dacht, ik wil maar een paar ervaringen hier meddelen, wat einer beleefd heeft. En daar zijn vele meer. We waren lang niet alle erg gewoon. Maar Peter Nikla is ook einer van die, waar ik me zei, toen je vrijdag kende, maar hij hebt niet. Wist niet wer hij weer. Maar eenmaal een dag, even middag, met grijze kleider en grijze waan, ik weer bij ons. En dan zeiden de mij alles, al er weer een man bij ons geweest, die wil met mij reden. En ik weer niet thuis geweest, maar eenmaal is er door en wil met mij reden. En ik dacht zo, man, wat is geworden? Nou, hij wil bloos maar met mij reden. Kost u maar een klein beetje vertalen wat u den dag beleeft en wat die ziel weer, dat u veel moet gaan voor een help. Zie, ja, genoeg is alle. Ik word een klein beetje meddelen. Ik word met 32 jaar zo geleefd als de wereld, als de veld dat schijn goed is, als de Bibel leren dat. En aber de komt een dag, dat Hebräer 4, vers 12 zijn is, dat God zijn woord is, scherper als een dobbelsnit spiert. Dat snijdt me en ik vang aan de hulp te zoeken. Ik vang zo aan vrouwen te worden, ik vang zo aan de Bibel te lezen. En ik kom weer, ik kom van verschillende problemen los. Ik vrijd me zo al dat hou. Als ik onze familie thuis was, dat ik al alle aan, dat veel dingen als ik al vang te änderen. En aber er blijven een paar dingen waar ik aan Jebungenhet blijf en ik vang den vrede niet waar ik dat moet ganz moet erklären, dat ik maar ganz kan geloten zijn over de zaak. En ik weet niet, dat ik soms gedanken had ik maar van ergens mensen, die heet van Licht im Leben en ik vang aan te zeken. En ik word hier zo met als ik dat begegnen dat. Ik word met de handen van een Danny Panna. En ik word even gaan zeggen, wat ik Danny Panna wil zijn, dat wordt een jonge, scharfje man zijn. En den dag als ik hem zag, dan zag ik den am aankomen en dan weer een oudere man. En dan schafte ik weer, dat is wat je aan die ster, niet? En zo we kunnen dan gewoon onze dingen gewoon sterk nemen. En we kunnen im Gebet alle dingen om Krieg brengen. En dat is waar ik de grote vrede ervaren dat. Voordem ik had dus angst wat bij ons wordt passeren. Wat ik mensen moet zijn, ik heb me bekeerd en dat dingen geändert worden bij ons. Aber es war onze familie al goed weten dat. Maar ik had niet de kracht om dat en wil zeggen met amisch de tijd durchgegaan weer. Dat ik God zijn vergeving had kunt waardig ervaren. Dat ik de ganz klaar had. Dan had ik geen angst van huis voor. Ik voel met een grote vrede voor ik naar huis. En de grote wonder wat ik thuis begenen dat. Ik vandaag zo dankbaar zijn. Mijn vreugde was den dag en ik kwam naar. En ik kijk dan ook, dat kan al zijn, ik weer schwien van mijn kleider van de arbeid. En zo die dag ik weer te arbeid gevoerd. En ik kwam naar en dan zei ze wat is los. En ik zei, weet je wat? Ik heb me van bekeerd, ik heb mijn leven van opgeklaard. En die angst, die schwierigheid wat ik hoop wat bij ons wordt passeren, dat we alles bis van den Teufel, mijn vreugde weer zo goed, ze komen fout me aan. En dank God dafür, wat ik in mijn leven gedaan heb. Zodat we bis een zeer schöne tijd, wat we door beleefd hebben. En ik vrij me dat hou. En de andere ding wat ik door nog beleven heb, mir is zeer zaten gebleven, waar ik veel gedenkt heb, dat we van ongeveer 2 stunden, nu dem wat ik me bekeerd heb. Ik weet niet wie alles, alle mensen hebben de Bibel in de fondsbaan, ik ook. En dan komt een vers aan, Klasse kapitel 3, de 13e vers. Dan las ik den, dat we met zin wertvolle vers, de ganze Klasse kapitel 3 is met zin wertvol, maar ik mocht hier den vers lezen, ook een paar mooie, wat me zeer wertvol en wichtig was zijn. Klasse kapitel 3, in de 13e vers, het gaat me zeer, dat zegt,
Verdreig einer den anderen en vergeef gegen einander, wanneer wir eine Klau gegen den anderen haben, so als der Haar gegen vergeeft, so moet je ook vergeven. Dat wie wat ik posten twee zo eigenlijk beleefd had. De Haar hat für mich vergeeft, ik had ganz vrede met hem. En mijn familie, die wir ook ganz ruid, die vergoof mir alle, zodat wir eine sehr schöne Zeit. Ich wollte toen noch ein paar Verse mehr lesen, weil ich glaube, was sehr gut zu sein. Die 14. Vers sagt, und war alles, die läuft tolich, zodat alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbunden wird. En laat Christus zijn vrede en zijn harten regieren. Gott hat ihn dazu gewählt, seinen Frieden zu haben, als Glieder in einen Körper und sieht dankbar. So die Dinge, die kommen alle mang dort, weil wir uns einmal Hand geben tun, der Friede kommt und die Dankbarkeit, die kommt. Und dann sagt der 16. Vers noch, laut Christus sein Wort wirklich man kind wohnen, belehrt und halb einer den anderen an alle Weisheit, singt von den dankbaren Hort, bezahlen und geistliche Leute Gott zu ehren. Und alles, was Jesajen und Daunen, dort in unseren Herrn Jesus seinen Namen, durch arm Dank Gott ans Vater. So, das sind ein paar Verse nach Tau. Aber ja, das wird mir sehr wertvoll wir und wir haben von dort Luther eine sehr schöne Zeit gehabt. Die Dinge sind nicht immer alle gleich sein. Ich glaube, das wird die Bibel lernen, da wird nicht immer alles schön sein. Aber wir sind im Geistlichen, wir haben sehr gewachsen, wir können Fan nehmen. Auch mit uns Leben, wo wir würden mit unseren irdischen Dingen schaffen. Das Leben, was wir haben, Gott können uns nicht sehen. Und bloß, dass wir uns Hand gefahren, der ich dort habe, wie einfach von da sagen, Gott hat uns wirklich all gesehen in unser irdisches Leben auch. So, das hat bloß einmal schön gegangen, oder? Das hat nicht einmal schön gegangen, oder? Aber wir haben einen Herr Jesus, wo wir können hingehen. Also Dinge sagen wir uns das geht und dass wir dadurch lernen und standhaft bleiben können. So braucht es immer wahre Vergebung, nicht? Ja, die Vergebung, die brauchen wir immer wahre. Wir brauchen immer wahre, um Kiez zu gehen. Ja, weil wir uns verfehlen tun, wir wollen Fehler merken. Aber der Unterschied ist gerade, als wir eine Senden täglich beim Leben tun, oder als wir einen Fehler merken und wir sind treu und gut und Bekjanen. Ja, wird das nicht für den nächsten Tag so morgens, was du da mit deiner Friedhof nach uns kommst, oder wird das nicht für den nächsten Tag? Ja, dort habe ich nicht genommen, ja, dort wird der große Freitag, weil ich würde ein bisschen antreiben, weil ich den Haus fahren dort, meine Frühen kommen, fällt mir an, wie mir sehr gut, wir haben eine sehr schöne Zeit. Und dann kommen wir so aus, dass wir schlucken gehen dort, und meine Frühen fangen an, ein bisschen schwierig zu werden, dann fange ich an zu sagen, aber na, wird das nicht so leicht sein und so fein sein, als ich gedacht habe. Und du beleefde ik war eine sehr große Diepe Freude, weil es meine Frau sagt, ich würde auch so gerne mich wollen bekehren, so du hast. So, und sie mögt sich futz den nächsten Tag auch ab, und wir können von dort Podcast sehr dankbar sein, wir können ein sehr feines Leben wie viel. Dankeschön. Sehr gut. Ich sage Dankeschön und wünsche Ihnen alle Gottes Segen. Ja, wat ik wil gleich te zeggen, dat zij naar ons komen, maar wat had dat te doen? Ik zie dankbaar dat we zo'n ding beleven kunnen wat God deed. Maar dat brukt niet een mens om dat te doen. Aber hij deed veel meer mensen brukken. Maar de vrede Gottes komt van God, dat moet we klaar hebben. En dat is wat mij wertvoll is. Ik wil nog ootje vrijsgelijkheid te vragen. We waren nog een beetje tijd nemen voor dat, dan we Schluss maken. We hebben daar ook Gottes Wunder kunt beleven, dat mijn vrouw als ik, maar daar persoonlijk. Want mij is het zeer wertvoll wat zij heeft kunt beleven. Ik heb ze te houden, zij heeft ziemlich met angst trouble gehad. Veel jaren en vielleicht ook sogar nog met die weer angst, die had een zin gedaan, wat je een vergeving verweer, niet? En ik wil gleich die te vragen, waar hast du kunt met eenmaal overkomen, dat du verwärts kommst met dat alle toe? Ja, mir wird, ich geef mir ganz hand, wat ich 16 Jahre wird. Ich had so eine Angst, dass ich dachte, ich had den Heiligen Geist gelassen. Und kriegen dann von meiner Mama mich probiert zu trösten und zu sagen, ich glaube das nicht. Und ich glaube, du hast ein großer Danger und ich fürs Glauben. So, man dort fange ich an,
schlechte Gedanken zu kriegen und so, aber ich habe dort einmal überkommen, ich bete so und ich überstand dort und so. Der Anfangsjahr kam die Angst wieder drei und so, ich will so hier helfen, ich werde ab ihrens in der Eng und so. Ich ging ein zu was die hier klossen haben, dann ging ich in der Tina. Und ich frug eine halb und mir wird nicht deutlich. Ich dachte, wenn ich dort einmal hat, könnte ich was tun, wo die Gedanken würden drei sein. So mir die Bibel auf und sagt mir, dass ich sehe, wo kann ich so eine schlechte Gedanken haben. Die Menschen sind alle besser als ich. Dann sagt sie, in Römer 3 sagt dort, du hast keinen Unterschied, wir sind alles denn da. Das Mehl ist voll Fliegen und Bitterkeit. Und unsere Feind sind Island, Blut zu verjeuten. Und dann werden wir dort ein bisschen klar, was von den Menschen wir ab ihren Sphären, wo evil wir wären, wenn wir nicht Jesus haben. Und so, du fang ich ein großer Trost an, und du so wird auch, ich war dort an in Römer 7, Vers 13, glaube ich, erst dort, hij sagt, wat hij doen wil, dat deed hij niet. 15. Okay. Und was hij nicht doen wil, dat deed hij. Aber so, ich fang du so, und dann schließlich sage ich in den 24. Vers, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich nun mit dem Gemiete, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleische, dem Gesetz der Sünde. Sondern wird mir dort klar, dass dort in Römer auch sagen, dass du hast nicht mal ein Verdammliches und die in Christus Jesus sind. Der wird nicht nur dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und so, du kannst meine Angst mit etwas tun, wenn der auch jeder Tag treibt. Ich weiß dort ist so wundervoll zu sein, dass Jesus sie nicht nur jeder Tag nie ist. Und dort du nicht so eine Trouble sein, wo er sich nicht mehr wollt. Ich dachte, wir bis in Trouble, was ich hatte. Und ich bin Luther Sündeil angeworden, was dort auch hatten. Und dass Jesus ihm dort konnte vergeben. Das ist für mich der ganz Größte. Wegen ich dachte, für mich wenig Vergebung. Und das ist das ganz Schlechteste und erste Video, wo ich kein Leben gefällt. Aber bei Gott als Vergebung, wenn wir bis wirklich glauben haben, ja. So, noch eine Frage. Fällst du so, du bist all ganz los von der Angst, oder hast du nicht bloß ein Wach gefangen, dass du kannst an Jesus holen, wenn die Angst kommt? Ich kann auch zu tun, ich muss fair gehen, wenn mir Marius Angst ist, ich muss fair gehen lesen. Aber wie kann so glücklich sein, dass du was hast, dass du eine Lösung hast. Ich kann gut lesen, aber wenn mein Herz sich nicht treußen, das ist ganz normal. Wegen der Schrift in der Bibel, dass wenn mein Herz mich auch verdammt hat, Gott ist gerade aus mein Herz. Und so, wenn ich mich nicht konfus getreu fühlen, dann bist du weiterlesen. Und weiterlesen, was ich mich getreu fühlen. Und so, wenn der Angst wird, du vielleicht einmal sagen, aber du hast irgendwo, wo ich kann hingehen. Was einem lösen das, ja. Und das ist der Glaube, was die Haupt dabei, nicht? Ja. Ja, danke schön, Utje. Ja. Ja, das ist wundervoll. Ich will nicht viel mehr Zeit nehmen, klein bet noch, wenn ich sehe auch eine Depression gewesen, eine Angst, große Angst gehabt, das soll viele Jahre zurück. Und ich konnte Gottes Ehe sein von der, dass ich braucht nicht mehr an Depression sein. Aber die selbste Angst, was dann wir, die fehlt vielmal das Zeit noch. Ich darf vielmal sagen, glaubt nicht, dass die Worte von jenen Troubles alle ganz loskommen, solange wir hier auf dieser Erde sind. Aber was Gott getan hat, er hat Jesus geschickt, was die teuflische Macht überwunden hat, und der ich den Glauben und die Macht habe überkommen. Da wenn sage ich einmal, wir zeugen wollen, dann wir von der Wahrheit zeugen. Da ist eine Kraft, was wir brücken können, dass wir nicht derben und ja liegen. Aber wenn wir wollen sein, dann habe ich kein Trouble. Ich würde gleichen zu sagen, no, ich sehe nicht depressed mehr. Dort habe ich verjährt, ich will niemals depressed werden, weißt du was, dort wage ich mich nicht zu sein. Aber ich wage mich Gott seine Kraft abzuheben, zu sagen, ich brück nicht mehr. Da ist eine Kraft. Wenn wir im Glauben oder die Kraft gehen, dann kommt ein Zeugnis in uns zurück, was wirklich ist. Und das ist, was ich jeder einen wünsche. So werden wir zum Schluss noch abstunden und beten.
Himmlische Vater, ich danke und preis dir für das Leben, was du gebracht hast. Und ich danke dir für dein Wort. Und ganz besonders, dass Jesus gekommen ist. Und dass wir wirklich kennen, durch Jesus Christus, durch dein Blut, durch den Glauben an dich, können wir frei werden. Und Herr, ich bete für jeden einer, was hier ist, dass dort beleben wird, wer das haft belebt, dass wir wirklich würde zeugen. So ist du sein, dass wer die Bekjanen wird für Menschen, dem wirst du Bekjanen für den himmlischen Vater. Und Herr Jesus, wir brücken den himmlischen Vater alle Tag. Wir kennen nicht ohne dem. Wir fallen in Angst, wir fallen in Sinn, wir fallen in all die Dinge, wenn wir nicht Kraft kriegen. Und wir wollen Jesus Bekjanen, Herr, wir wollen die treu sein, wir wollen für die zeugen. Und wir wollen für die leben. Und wir wollen dort, was du uns selbst utteilen an Menschen. Herr, dass die Nummer wird verherrlicht worden. Wir sind von deutschen Tag in der Welt. Even hier in Kotemok ist so viel Aru, so viel Confusion, so viel Mord, so viel Ding. Und help du uns, dass wir wirklich können treu sein und zeugen, dass die Menschen nur die Frauen und dass wir wirklich alle werden, gerat worden, was dein Ziel ist. Himmlische Vater, sieh mit uns auch durch das Abend, sehen uns, help uns in unsere Gemeinschaftszeit hier, die Nummer zu verherrlichen und zu zeugen und auf so einen Weg zeugen, dass die preisen werden. In Jesu Namen. Amen.